Der Juni ist im Garten ein besonderer Monat. Auf den ersten Blick wirkt jetzt vieles so, als würde es endlich von allein laufen. Die Beete sind voller geworden, Tomaten legen sichtbar zu, Gurken und Zucchini beginnen kräftiger zu wachsen. Sommerblumen öffnen ihre ersten Blüten und der Garten bekommt dieses satte, lebendige Frühsommergefühl. Aber genau darin liegt auch die kleine Falle. Denn viele Gartenfehler im Juni passieren nicht laut. Sie zeigen sich nicht sofort als großes Problem. Sie beginnen leise. Erst wirkt eine Pflanze nur etwas müde. Dann werden einzelne Blätter heller. Dann bleibt das Wachstum stehen. Und ein paar Wochen später fragt man sich, warum die Ernte schwächer ausfällt, obwohl doch eigentlich alles gut aussah. Gerade im Juni entscheidet sich oft, ob ein Garten stabil in den Sommer geht oder ob er langsam unter Stress gerät. Viele dieser Fehler entstehen sogar aus guter Absicht. Man gießt mehr, weil es wärmer wird. Man düngt stärker, weil alles wachsen soll. Man lässt Pflanzen dicht stehen, weil das Beet schön voll aussieht. Und man übersieht kleine Warnzeichen, weil der Garten insgesamt noch kräftig wirkt. In diesem Video schauen wir uns 7 Juni-Fehler an, die deinen Garten leise schwächen können. Und bei jedem Fehler geht es nicht nur darum, was schief läuft, sondern auch darum, woran du es erkennst und was du jetzt ruhig und sinnvoll besser machen kannst. Fehler 1. Du gießt regelmäßig, aber nicht tief genug. Der erste Fehler gehört zu den häufigsten im Juni. Es wird zwar regelmäßig gegossen, aber oft zu oberflächlich. Wenn die Tage wärmer werden, greifen viele fast automatisch öfter zur Gießkanne. Das ist verständlich, denn Pflanzen brauchen Wasser. Doch der eigentliche Punkt ist nicht nur, ob gegossen wird. Entscheidend ist, wo das Wasser ankommt. Viele gießen jeden Tag ein bisschen. Danach sieht die Erdoberfläche dunkel und feucht aus und man hat das Gefühl, die Pflanze sei gut versorgt. Aber wenige Zentimeter tiefer kann der Boden trotzdem trocken bleiben. Das ist besonders bei Tomaten, Gurken, Zucchini, Paprika, jungen Stauden und Kübelpflanzen ein Problem. Wenn Wasser immer nur die oberen Zentimeter erreicht, bleiben auch die Wurzeln eher oberflächlich. Die Pflanzen lernen nicht, tiefer nach Feuchtigkeit zu suchen. An heißen Tagen geraten sie dadurch schneller unter Stress. Sie hängen mittags schlapp, obwohl sie scheinbar täglich gegossen wurden. Du erkennst diesen Fehler daran, dass der Boden oben kurz feucht wirkt, aber darunter trocken und hart bleibt. Eine einfache Probe mit dem Finger oder einer kleinen Handschaufel zeigt oft mehr als der Blick auf die Oberfläche. Die bessere Lösung lautet, seltener, aber gründlicher gießen. Lieber 2- bis 3-mal pro Woche, langsam und durchdringend wässern, statt jeden Tag nur die Oberfläche nass zu machen. Gieße direkt an den Wurzelbereich, nicht über die Blätter. Und prüfe, ob die Feuchtigkeit wirklich tiefer angekommen ist. Gleich wird wichtig, warum auch Dünger im Juni nicht automatisch mehr Wachstum bedeutet. Fehler 2. Du düngst zu stark, weil du Wachstum erzwingen willst. Im Juni sieht vieles nach Wachstum aus. Und genau dann entsteht schnell der Gedanke, jetzt brauchen die Pflanzen richtig Futter. Also wird nachgedüngt. Vielleicht mit Flüssigdünger, Kompost, Brennnesseljauche oder einem gekauften Pflanzendünger. Grundsätzlich ist Düngen im Juni nicht falsch. Viele Pflanzen brauchen jetzt tatsächlich Nährstoffe. Aber zu viel Dünger kann den Garten nicht stärker machen, sondern anfälliger. Besonders gut sieht man das bei Tomaten. Wenn sie zu viel Stickstoff bekommen, bilden sie oft riesige Blätter, kräftige Triebe und sattes Grün. Das sieht im ersten Moment beeindruckend aus. Doch die Pflanze steckt dann viel Kraft in Blattmasse und weniger in Blüten und Früchte. Auch bei anderem Gemüse kann zu viel Stickstoff weiches, empfindliches Gewebe fördern. Solche Pflanzen wirken üppig, sind aber manchmal anfälliger für Schädlinge, Pilzprobleme oder Trockenstress. Bei Kräutern ist zu starke Düngung ebenfalls ungünstig. Viele Kräuter entwickeln ihr Aroma besser, wenn sie nicht ständig stark angetrieben werden. Der sichtbare Fehler ist oft, die Pflanze sieht groß und grün aus, trägt aber wenig. Oder sie kippt bei Wetterwechsel schneller um. Die bessere Lösung ist maßvolles Düngen. Starkzehrer wie Tomaten, Gurken, Kürbis und Zucchini brauchen Nährstoffe, aber keinen Dauerangriff aus der Düngerflasche. Schwachzehrer wie viele Kräuter brauchen deutlich weniger. Wenn eine Pflanze gesund grün ist und gut wächst, musst du sie nicht ständig zusätzlich antreiben. Im Garten ist mehr nicht automatisch besser. Oft ist genau die richtige Menge der Unterschied zwischen kräftigem Wachstum und unnötigem Stress. Fehler 3: Du lässt zu viele Pflanzen zu eng stehen. Der dritte Fehler passiert im Juni besonders leicht. Pflanzen stehen plötzlich viel enger, als man es geplant hatte. Im Mai sah noch alles übersichtlich aus. Jungpflanzen waren klein, Lücken wirkten groß und man hatte das Gefühl,
im Beet sei noch reichlich Platz. Doch im Juni verändert sich das schnell. Zucchini breiten große Blätter aus, Tomaten werden buschiger, Gurken beginnen zu ranken, Blumenstauden schließen Lücken. Und plötzlich ist aus einem schönen, vollen Beet ein sehr dichter Pflanzenraum geworden. Ein voller Garten sieht zunächst wunderbar aus. Aber zu dicht stehende Pflanzen können sich gegenseitig schwächen. Wo kaum Luft hindurchkommt, trocknen Blätter nach Regen oder Gießen langsamer ab. Feuchtigkeit bleibt länger zwischen den Pflanzen stehen. Genau das kann Pilzkrankheiten begünstigen. Gleichzeitig konkurrieren die Pflanzen stärker um Licht, Wasser und Nährstoffe. Manche werden lang, dünn und instabil, weil sie sich zum Licht strecken müssen. Andere bleiben im Wachstum zurück, obwohl der Boden eigentlich gut versorgt ist. Du erkennst diesen Fehler daran, dass Pflanzen ineinander wachsen, untere Blätter kaum noch Licht bekommen oder nach Regen lange feucht bleiben. Bei Tomaten ist schlechte Luftzirkulation besonders ungünstig. Die Lösung klingt manchmal hart, ist aber wichtig. Auslichten. Entferne schwache Pflanzen, schneide störende oder kranke Blätter zurück, leite Ranken besser und gib besonders Tomaten, Gurken und Zucchini ausreichend Raum. Ein Beet, das etwas luftiger aussieht, ist oft gesünder als ein Beet, das komplett vollgestopft ist. Im Juni entscheidet nicht die Menge der Pflanzen, sondern wie gut jede einzelne wachsen kann. Fehler 4. Du ignorierst die unteren Blätter. Viele schauen im Juni vor allem auf das, was oben passiert. Neue Triebe, frische Blüten, junge Früchte, dort fällt Wachstum am stärksten auf. Aber die ersten Warnzeichen sitzen oft viel weiter unten. Untere Blätter bekommen weniger Licht. Sie liegen näher am Boden. Sie werden beim Gießen oder bei Regen schneller nass. Und sie trocknen oft langsamer ab als die oberen Pflanzenteile. Wenn sie gelb werden, braune Ränder zeigen, fleckig sind oder sogar auf dem Boden aufliegen, kann das ein frühes Zeichen für Stress sein. Bei Tomaten sind bodennahe Blätter besonders ungünstig, wenn sie ständig Spritzwasser abbekommen. Erde, Feuchtigkeit und Wärme kommen dort zusammen. Das ist nicht sofort eine Katastrophe, aber es erhöht das Risiko für Krankheiten. Auch bei Gurken, Zucchini und Kürbis können alte, stark beschädigte oder sehr beschattete Blätter mehr schaden als nützen. Der Fehler ist, oben sieht die Pflanze noch gut aus, deshalb übersieht man unten das schwache Laub. Die bessere Lösung ist eine ruhige Kontrolle. Schau im Juni regelmäßig auch in den unteren Pflanzenbereich. Entferne vergilbte, beschädigte oder auf dem Boden liegende Blätter mit sauberem Werkzeug. Dabei geht es nicht darum, die Pflanze kahl zu schneiden. Es geht darum, gezielt das zu entfernen, was ihr nicht mehr hilft. So kommt mehr Luft an die Basis, die Pflanze bleibt übersichtlicher und du erkennst Probleme früher. Der nächste Punkt wird oft unterschätzt, obwohl er im Juni viel Wasser, Arbeit und Pflanzenstress sparen kann. Fehler 5: Du mulchst gar nicht oder falsch. Mulch ist im Juni einer der ruhigsten Helfer im Garten. Er macht keinen Lärm, er sieht unspektakulär aus. Aber er kann dafür sorgen, dass der Boden gleichmäßiger feucht bleibt, weniger verkrustet und nicht so stark aufheizt. Trotzdem bleibt im Juni in vielen Gärten die Erde nackt. Die Sonne brennt direkt auf den Boden, die Oberfläche trocknet schnell aus, Wasser verdunstet rascher und nach dem Gießen wirkt alles schon bald wieder trocken. Gerade bei Gemüsebeeten, Hochbeeten, Tomaten, Gurken und jungen Pflanzungen kann eine lockere Mulchschicht viel ausmachen. Geeignet sind zum Beispiel angetrockneter Rasenschnitt, Stroh, Laubkompost, feiner Heckenschnitt oder andere organische Materialien. Sie schützen den Boden, bremsen Unkraut und unterstützen nach und nach das Bodenleben. Aber auch beim Mulchen gibt es Fehler. Frischer Rasenschnitt sollte nicht dick und nass aufgebracht werden. Sonst kann er faulen oder eine schmierige Schicht bilden. Mulch sollte außerdem nicht direkt am Stängel kleben. Dort kann dauerhafte Feuchtigkeit entstehen, die empfindlichen Pflanzen schadet. Du erkennst falsches Mulchen an muffigen Stellen, fauligem Material oder einem nassen Teppich direkt an der Pflanze. Besser ist, locker mulchen, mit etwas Abstand zum Stängel und lieber in dünneren Schichten nachlegen. Der Boden soll geschützt sein, nicht erstickt. Richtig gemulcht bedeutet weniger Verdunstung, gleichmäßigere Bodenfeuchte, weniger Gießstress und ein aktiveres Bodenleben. Im Juni ist der Garten voller Leben. Und genau das ist ja auch schön. Bienen, Hummeln, Käfer, Vögel und viele andere kleine Helfer gehören zu einem lebendigen Garten dazu. Aber nicht alles, was jetzt auftaucht, arbeitet für deine Pflanzen. Blattläuse, Schnecken, Raupen, weiße Fliege oder erste Milben können sich im warmen Juni schnell vermehren.
Der Fehler ist oft nicht, dass man sie gar nicht bekämpft. Der Fehler ist, dass man sie zu spät bemerkt. Am Anfang sind es vielleicht nur ein paar Blattläuse an der Triebspitze, ein paar kleine Schneckenlöcher am Salat, ein paar Eier auf der Blattunterseite. Und weil die Pflanze insgesamt noch gut aussieht, denkt man, das wird schon. Aber im Juni können kleine Probleme schnell größer werden. Die bessere Lösung ist nicht sofort Panik und auch nicht sofort starke Mittel. Die bessere Lösung ist frühes Beobachten. Geh einmal pro Woche bewusst durch den Garten. Schau nicht nur von oben auf die Pflanzen, dreh Blätter vorsichtig um. Kontrolliere junge Triebspitzen, achte auf eingerollte Blätter, klebrige Stellen, kleine Fraßspuren oder Ameisenstraßen an Pflanzen, denn sie können ein Hinweis auf Blattläuse sein. Wenn du früh reagierst, reicht oft schon Absammeln, Abspülen, Zurückschneiden oder das Fördern von Nützlingen. Je später ein Problem erkannt wird, desto schwerer wird es. Im Juni ist Aufmerksamkeit oft wirksamer als jede spätere Rettungsaktion. Fehler 7. Du lässt Verblühtes und Schwaches einfach hängen. Der 7. Fehler wirkt klein, kann im Sommer aber viel verändern. Viele Pflanzen blühen, fruchten und wachsen im Juni gleichzeitig. Das kostet Kraft. Wenn alte Blüten, schwache Fruchtansätze oder kranke Pflanzenteile hängen bleiben, bindet die Pflanze weiterhin Energie daran. Bei vielen Sommerblumen fördert das Entfernen verblühter Blüten die Bildung neuer Knospen. Die Pflanze bekommt das Signal, weiterzumachen, statt ihre Kraft in Samenbildung zu stecken. Auch bei Gemüse kann es sinnvoll sein, schwache, beschädigte oder kranke Früchte früh zu entfernen. Besonders bei Gurken, Zucchini und Tomaten lohnt sich ein ruhiger Blick. Natürlich muss man nicht jede kleine Unregelmäßigkeit sofort wegschneiden. Der Garten ist kein Ausstellungsraum, aber Pflanzenteile, die sichtbar krank, faulig oder beschädigt sind, sollten nicht unnötig hängen bleiben. Der sichtbare Fehler ist oft, die Pflanze wirkt müde, blüht weniger nach oder einzelne Früchte gammeln, statt gesund auszureifen. Die bessere Lösung ist regelmäßiges Ausputzen. Entferne verblühte Blüten, beschädigte Früchte und kranke Pflanzenteile. Lass sie nicht im Beet liegen, wenn sie krank oder faulig sind. Nutze sauberes Werkzeug und arbeite lieber ruhig und gezielt als hektisch und radikal. Das ist keine reine Schönheitsarbeit. Es ist Pflanzenpflege. Ein paar Minuten im Juni können später mehr Blüten, gesündere Früchte und weniger Probleme bringen. Schluss! Im Juni geht es nicht um mehr Arbeit, sondern um genaueres Hinsehen. Und damit sind wir beim wichtigsten Punkt. Im Juni geht es nicht darum, ständig mehr zu machen. Es geht darum, genauer hinzusehen. Viele Gärten geraten nicht unter Druck, weil zu wenig gearbeitet wird. Sie geraten unter Druck, weil die falschen Dinge zur falschen Zeit passieren. Zu oft oberflächlich gießen, zu stark düngen, zu eng pflanzen, untere Blätter ignorieren, den Boden ungeschützt lassen, Schädlinge zu spät bemerken, Verblühtes und Schwaches hängen lassen. Jeder dieser Fehler wirkt für sich genommen klein. Aber zusammen entscheiden sie darüber, ob dein Garten im Juli stabil, gesund und lebendig bleibt oder ob er langsam müde wird. Wenn du im Juni nur eine Sache mitnimmst, dann diese. Schau nicht nur, ob dein Garten schön aussieht, schau, ob er stabil ist. Ist der Boden auch tiefer feucht? Haben die Pflanzen genug Luft? Sind die unteren Blätter gesund? Gibt es erste Schädlinge? Blüht die Pflanze weiter oder hängt sie nur noch voll mit Altem? Der Juni ist kein Monat für Panik, aber er ist auch kein Monat zum Wegsehen. Er ist der Monat, in dem kleine Korrekturen große Wirkung haben. Wenn du diese 7 Fehler vermeidest, gibst du deinem Garten genau das, was er jetzt braucht. Weniger Stress, mehr Luft, bessere Wurzeln, gesündere Pflanzen und eine starke Grundlage für den Sommer. Manchmal ist genau das der Unterschied zwischen einem Garten, der nur im Juni gut aussieht, und einem Garten, der dich den ganzen Sommer über belohnt. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast. Und für Garten Lea.